Also, was wichtig ist bezüglich der Strukturen, habe ich angefangen zu reden. Das ist nicht ein Ego, das die Strukturen klar sieht. Und sobald du den Stand im Ego nimmst, kannst du die Strukturen, die Ego-Strukturen nicht klar sehen. Also, nimm einen anderen Ansatz und den anderen Ansatz kannst du nehmen, weil du Sein bist. Auch wenn du es nicht verstehst. Meinst, du kennst es nicht, dann wer bin ich dann überhaupt als Sein? Eben, dann ist es noch besser, man nimmt das Ich als Platzhalter, als offenes, undefiniertes Ding. Und wenn die Struktur klar siehst als das, was sie ist, dann hast du die Struktur ins Sein geholt. Und das bedeutet, du bist selber im Sein. Du kannst nur eine Struktur als das sehen, was sie ist, wenn du selber das bist, was du bist, nämlich Sein. Und dann Acht darauf, wer du dann bist in dem Moment. Und bleib nicht hängen an der Struktur, die du jetzt gerade klar erkannt hast. Also, um ein konkretes Beispiel machen. Hat jemand ein konkretes Beispiel über eine Identifikationsstruktur? Oder? Genau. Ich bin ein schlechter Mensch. Machen wir es simpel, aber deutlich. Das kann mich das ganze Leben lang reiten und das Leben zur Hölle machen und das Leben von allen um mich herum zur Hölle machen. Wenn ich ein schlechter Mensch bin, dann muss ich Kompensationen machen oder versuchen, jemanden noch zu einem schlechteren Mensch zu machen, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Die Überzeugung, wenn ich meine, ich sage, dass ich in dieser Struktur kann ein ganzes Umfeld zur Hölle machen, wenn es eingenommen wird und durch das eben auch ausgelebt wird und die Wirklichkeit, das Wirken von dieser Struktur hat die gleiche Qualität wie die Struktur. Also solange ich meine, ich sage, dass ich in dieser Struktur, ich bin ein schlechter Mensch, wird das wirken. Und ich werde mich entsprechend verhalten und damit Sein setzen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ein Ansatz ist dann, zu versuchen, die Struktur zu ändern, dass ich irgendwann zur Struktur komme, ich bin ein guter Mensch. Und das ist, was viel gemacht wird in Therapie, dass man ich bin XY, einfach das XY ändert. Aber das Ich ist, die ganze Struktur ist von der Form her identisch. Es ist einfach das XY austauscht worden. Statt dass ich in der Struktur, ich bin ein schlechter Mensch, lebe ich dann in der Struktur, ich bin ein guter Mensch. Und lebe dann das aus, was allenfalls ein bisschen besser ist. Aber die Struktur ist immer noch die gleiche. Ich bin XY. Es ist immer noch genau die gleiche Identitätsstruktur. Und es gibt sogar weniger Gründe, diese Struktur loszulassen. Weil das ist ja eine anerkannte, gute Struktur. Ich bin ein guter Mensch. Also vielfach ist es so, dass Menschen erst aus diesen Strukturen aussteigen, wenn es unaushaltbar ist. Ich bin ein schlechter Mensch, kann schneller zur Erleuchtung führen, als ich bin ein guter Mensch. Aber struktural ist es identisch. Ich bin XY. Es ist eine Identifikationsstruktur. Und wenn ich jetzt die Struktur klar sehe als das, was sie ist, es ist einfach eine Verstandesstruktur. Und ich bin nicht das Ich in dieser Verstandesstruktur. Wenn ich das klar sehe, dann kann ich nicht das Ich sein in dieser Verstandesstruktur. Das Ich in dieser Verstandesstruktur kann die Verstandesstruktur nicht sehen. Und wenn ich die Verstandesstruktur sehe als das, was sie ist, heisst es zum einen, die Verstandesstruktur ist ins Sein gekommen. Sie ist jetzt das, was sie ist, nämlich eine Verstandesstruktur.
Also man führt sogar die Traumata heim, wenn man sie als das sieht, was sie sind, nämlich Verstandesstrukturen. Und zum anderen kann das Sehen von diesen Strukturen nicht in der Struktur stattfinden, sondern das kann nur im Sein stattfinden. Wenn ich Verstandesstruktur als das sehe, was sie ist, nämlich Verstandesstruktur, dann heisst das, ich habe meinen Stand mindestens in Bezug auf die Struktur im Sein und bin nicht mehr in der Struktur. Meine nicht mehr, ich sage das Ich in der Struktur. Und dann werde ich nicht mehr geritten von dieser Struktur. Dann bin ich frei von dieser Struktur. Und ich bin im Sein. Und das heisst, die Struktur wirkt dann nicht mehr. Sie hat keine Wirklichkeit mehr. Weil sie das ist, was sie ist. Und damit fällt sie ab. Ich weiß, dass ich nicht das Ich kann sein in dieser Struktur. Und damit ist nur noch Sein da. Und eben, die Struktur kommt zu sich selber und wird das, was sie wirklich ist, oder wird gesehen als das, was sie wirklich ist und auch gewürdigt als das, was sie ist. Und dorthin kommen wir nicht durch Zerstörung von dieser Struktur oder durch Bekämpfung von dieser Struktur oder eben durch Abänderung von dieser Struktur, dass man einfach ich bin XY und XY ein bisschen abändert. Sondern die Struktur selber kommt heim, indem wir ins Sein kommen. Und dann sieht man, da ist eine Struktur, wo ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin ein guter Mensch oder was auch immer behauptet. Und das Ich hat nichts mit mir zu tun und die Struktur hat nichts mit mir zu tun. Aber ich kann sie würdigen als das, was sie ist. Ich sehe sie als das, was sie ist. Wenn ich da mit drinnen bin und meine, ich sage das Ich, der ein schlechter Mensch ist, oder ich sage das Ich, der ein guter Mensch bin, dann würdige ich die Struktur nicht, weil ich sie gar nicht sehe. Sie ist gar nicht vorhanden. Also kann man sogar sagen, Erleuchtung ist die einzig mögliche Würdigung vom Ego. Weil Ego ausleben ist nicht Würdigung vom Ego, sondern ist Selbstverweigerung. Verweigerung gegenüber dem eigenen Sein. Also Selbstfremdsein. Und das Ego kommt heim durch Erleuchtung. Und wird erst zu dem, was es ist. Aber genau damit hat es keine Macht mehr. Weil es eben irgendwann gar nicht mehr möglich ist, zu behaupten, ich sage das. Es geht nicht. Und ich war es nie gewesen, darum ist auch die Erfahrung, ich bin schon immer erleuchtet gewesen. Also, es geht gar nicht anders. Und ich habe einen Prozess zurückgelegt vom unerleuchteten Zustand in den erleuchteten Zustand. Also es ist nicht die Beschreibung von dem, was passiert ist. Da sind Irrtümer abgefallen. Und wenn ein Irrtum abfällt, ist das kein Verlust. Im Gegenteil. Also, aber es ist auch nicht eine Bereicherung im Sinne von, was ich am Anfang gesagt habe, sondern ich bin mehr in der Klarheit und ich bin gelöster und ich bin mehr präsenter. Der Irrtum ist abgefallen. Und der Irrtum fällt ab, nicht indem ich ihn bekämpfe oder versuche abzuändern, sondern indem ich sehe, das ist ein Irrtum. Und das heisst, ich würdige ihn als das, was er ist. Und damit bin ich frei von ihm. Es ist viel ein liebevollerer Ansatz, als was es manchmal gibt von Ego bekämpfen oder eben personelles Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. Es ist alles in die Klarheit setzen und damit Klarheit sein und sein lassen.
Eben, es ist sehr bescheiden, es ist nicht bombastisch und die große Bereicherung. Sein, es ist, wie es ist, was es ist. Und dort drin ist eine Glückseligkeit und eine Feier, die für den Verstand unvorstellbar ist und unerreichbar.